gefunden. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts anschauen. Wir haben hier einen Film ab 6. In dem kämpft das Hansi-Monster gegen das We Swam to Far the Ocean Monster. Ein Film ab 12. Der heißt Blob in deinem Haus. Und eine scheiß Überwachungskamera-Film zu sein. Ein Film ab 16. Der heißt Megalodon greift an. Boah, der sieht ja super gruselig hier drauf aus. Aber das ist noch nichts im Vergleich zu unserem Film ab 18. Und das ist Sea Eaters. Horrorfilm. Wow, habt ihr das gerade auch gehört? Es hat gerade super laut gebrüllt. Oh nein, nicht das Sea Eater bei uns in der Nähe. Das wäre viel zu gruselig. Aber wo hast du die ganzen Filme eigentlich gekauft? Ich hab die Filme gar nicht gekauft. Als ich heute Nacht hier geschlafen habe, habe ich plötzlich ein lautes Geräusch von draußen gehört. Und als ich nachgeschaut habe, woher das kam, habe ich diese Box hier vor der Tür gefunden. Und in der waren die ganzen Filme drin. Wer hat dir die Box mitten in der Nacht vor die Tür gelegt? Ich habe keine Ahnung, Vogelmann. Aber zum Glück haben wir überall im Haus Überwachungskameras installiert, die ganze Nacht alles gefilmt haben. Und die Aufnahmen schauen wir uns jetzt direkt zusammen an. Kommt mit. So, Freunde, hier ist der Ordner mit den Überwachungskameraufnahmen. Und jetzt schauen wir direkt mal, wer uns diese Filme vor die Tür gelegt hat. Hier um 2:13 Uhr schlafe ich auf jeden Fall noch tief und fest. Und vor der Tür liegen noch keine Filme. Nee, ich kann da die Kiste noch nicht sehen. Und in den anderen Räumen im Haus ist auch nichts. Nein. Wie komisch, ich spule direkt mal ein bisschen vor. Irgendwer muss diese Kiste ja vor meine Tür gelegt haben. Oh ja, hier. Um 2:38 Uhr hat die Kamera eine Bewegung aufgenommen. Aber ich sehe hier noch gar nichts. Man hört nur so ein Plätschern. Das wird immer lauter. Freunde, hier vor der Tür ist gerade einfach so eine riesen Flutwelle vorbeigeschwemmt. Und als die weg war, stand einfach diese Kiste da. Freunde, denkt ihr, das waren die Unterwassermonster, die diese Filme hier vorbeigebracht haben? Das wäre viel zu krass. Hier komme ich auf jeden Fall gerade raus. Bin ganz verwirrt und hol die Kiste nach drin. Das war ungefähr vor so 10 Minuten. Dann habe ich die Kiste aufgemacht und diese Filme darin gefunden. Das Ding ist, welchen davon sollen wir zuerst schauen? Den Film ab 6? Den ab 12? Den ab 16 oder den ab 18? Der wird viel zu gruselig, Freunde. Schreibt's direkt mal in die Kommentare. Und der Film, der am meisten geschrieben wird, mit dem beginnen wir dann. Aber warte mal, Doktor, hier ist noch ein Film in der Box, den du übersehen hast. Was? Das kann doch gar nicht sein, Vogelmann, aber wow, doch. Hier drin ist wirklich noch ein Film, den ich übersehen habe. Und wow, schaut mal, Freunde, der ist ab 100. Was? Das heißt, man muss schon Opa sein, um den anschauen zu können. Aber in diesem Film werden bestimmt geheime Unterwassermonster gezeigt. Das Ding ist, wo hier unten steht, dass ihr diesen Film erst bei 10.000 Likes auf diesem Video anschauen könnt. Also gebt jetzt einen Daumen nach oben, wenn ihr die neuen geheimen Unterwassermonster sehen wollt. Und dann schauen wir den trotzdem, obwohl der ab 100 ist. Aber naja, lasst uns jetzt direkt mal schauen, für welchen der Filme ihr euch entschieden habt. Und wir fangen an mit der Film ab 6. Wow, das ist der, in dem das Hansi-Monster gegen das We Swam to Far the Ocean Monster kämpft. Wow, der ist super krass. Aber zum Glück habt ihr euch nicht direkt für den Horrorfilm entschieden. Vor dem habe ich schon ein bisschen Angst. Aber naja, wir schauen heute sowieso alle Filme. Also müssen wir ihn dann nachher schauen. Ich öffne die Filmverpackung mal. Wow, hier ist die DVD auch schon. Und die setzen wir direkt in unser Filmabspielgerät rein. So, Klappe zu. Die DVD beginnt sich auch schon zu drehen. Und der Film startet. Setzen wir uns direkt auf die Couch. Ich habe uns auch schon Popcorn gemacht. Wow. Hier sieht man gerade das We Swam to Far the Ocean Monster, wie es in Richtung Wasser läuft. Und da sieht es irgendwas, nämlich so eine riesige Hand, die gerade aufgetaucht ist. Oh, das muss das Hansi-Monster sein, oder? Bestimmt, aber das We Swam to Far the Ocean Monster denkt einfach, dass es ein riesiger Mensch ist, den es essen kann. Er springt auf diesen Menschen drauf, aber wow, der Schwanz vom Hansi-Monster kam aus dem Wasser. Und der hat den Long Neck Titan voll nach hinten geschleudert. Wow, jetzt sehen wir auch, wie das Hansi-Monster gerade aus dem Wasser auftaucht und an Land geht. Boah, dieser Film ist so spannend, Freunde. Jetzt stehen sich beide auf jeden Fall gegenüber und brüllen sich an. Boah, das Brüllen vom Long Neck Titan ist wieder gruselig. Oh, das vom Hansi-Monster auch, Freunde. Welches findet ihr gruseliger? Naja, die beiden stehen sich jetzt gegenüber und wow, der Long Neck Titan hat versucht, das Hansi-Monster zu treten. Aber dabei ist einfach sein Bein gebrochen. Ich glaube, es gibt auf. Ja, es rennt weg. Und das Hansi-Monster brüllt ihm einfach nur noch so hinterher. Oh, jetzt irgendwie, ja. Das We Swam to Far the Ocean Monster, wie es irgendwelchen Robotern gegenübersteht. Und wow, die brüllt es jetzt auch an. Die Roboter rennen jetzt auf jeden Fall auf das Monster zu, aber wow, das hat sie gerade einfach mit seinem Kopf nach unten geschleudert. Und es zerstört einfach alles, macht alle fertig. Es ist viel stärker. Das Ding ist, jetzt kommt ein stärkerer Roboter auf ihn zu. Und der erwischt ihn die ganze Zeit an seinem Hals. Das macht den We Swam to Far the Ocean Monster aber nicht. Es wird dadurch nur noch wütender. Und springt jetzt auf den Roboter drauf und hat ihn kaputt gemacht. Naja, da kommt doch schon der nächste. Und der ohrfeigt es jetzt. Das ist ein bisschen lustig, aber wow, er schmettert den Roboter auch wieder weg. Und springt jetzt mit einem großen Sprung wie drauf. Dieser Film gefällt mir, Freunde. Wow. Hier kommt gerade einfach Sea Eater angekrochen und will auch gegen ihn kämpfen. Ja. Wer denkt, ihr gewinnt? Der Sea Eater oder das We Swam to Far the Ocean Monster? Beide sind auf jeden Fall super stark und brüllen sich gerade an. Und wow, der Sea Eater hat den Long Neck Titan gerade richtig krass getroffen. Das muss wehgetan haben. Aber besiegt ist er davon nicht. Er brüllt ihn einfach nur an. Das Ding ist, der Sea Eater hat doch keine Angst davor. Der kann viel lauter brüllen, weil er einen viel größeren Mund hat. Naja, der Long Neck Titan springt auf jeden Fall auf den Sea Eater drauf. Und der brüllt zurück. Das ist so laut, da muss ich mir die Ohren zuhalten. Naja, der Long Neck Titan holt wieder auf. Und hat den Sea Eater gerade einfach nochmal gekickt. Aber das lässt sich der Sea Eater nicht gefallen. Und den Long Neck Titan mit seiner Schwanzflosse weg. Und der fliegt einmal über die komplette Wiese. Und boah, jetzt kommt
der Seater da angelaufen. Und ist den Longneck Titan einfach. Seater hat gewonnen. Wie krass, das hätte ich nicht gedacht. Abonniert jetzt direkt mal kostenlos diesen Kanal. Wenn ihr richtig erraten habt, wer gewinnt. Das Ding ist der Seater. Heute geht's wieder ganz laut. Und wir sehen noch mehr von diesen Robotern in einer Stadt. Das Ding ist, die sind viel größer und stärker als die von vorher. Und die kämpfen jetzt gegen Seater. Ja, da kommt er angekrochen. Und die Roboter werden alle böse. Das sind bestimmt die Roboter, die die Stadt bewachen sollen. Damit keine bösen Unterwassermonster reinkommen. Aber wow. Beide gehen jetzt aufeinander zu und wow. Der Seater hat gerade einfach einen kaputt geklatscht. Und da kommt noch ein Roboter. Der ist jetzt auch komplett kaputt. Wir haben keine Chance gegen Seater, oder? Ja, da kommt jetzt wieder so ein breiterer Roboter und wow. Der hat den Seater an seiner Schwanzflosse getroffen. Ich glaube, da ist er am empfindlichsten. Und wow, jetzt kommt noch ein Roboter von vorne. Und bei Seater wieder. Genau wie vorher den Longneck Titan. Ich glaube, das machen die Roboter gerne, aber wow. Jetzt holt Seater mit seiner Schwanzflosse aus. Und klatscht diesen Roboter da hinten einfach kaputt. Jetzt sind nur noch ganz wenig Roboter übrig. Und der Seater springt los und isst sie einfach. Und damit endet der Film. Der Seater ist also das stärkste Unterwassermonster von allen. Oh, dann will ich nicht wissen, was er in seinem Horrorfilm macht. Naja, den schauen wir noch nicht jetzt. Denn jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Film ab 12. Lob in deinem Haus. Machen wir den direkt mal auf. Warum habt ihr das gerade auch gehört? Von hier hinten kam gerade so ein komisches Brüllen. Das hat sich so angehört wie das von Seater. Oh nein, nicht, dass er hier bei uns zu Hause ist. Und ich gehe direkt mal nachschauen, woher das kam. Und stell das Popcorn so lange hier hin. Pass auf das auf, Freunde. Und wenn irgendwas passiert, dann schreibt sofort in die Kommentare. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Hallo, ich sehe Abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal, ansonsten werde ich Dr. Light fressen. Es schmeckt bestimmt lecker. Nein, ich konnte hier hinten nicht sehen, Freunde. Hier ist kein Monster bei uns zu Hause. Wow. Freunde, hier liegt überall Popcorn. Sogar der komplette Boden ist voll damit. Freunde, habt ihr gesehen, was hier gerade passiert ist? Wenn ja, dann schreibt direkt mal in die Kommentare. Vogelmann hat sich bestimmt heimlich an unser Popcorn bedient. Das ist nicht lustig, Vogelmann. Das Ding ist, ganz viele von euch schreiben gerade in die Kommentare, dass das nicht Vogelmann war, sondern das Restrain to Fall Ocean Monster. Genau gesagt, dass das hier aus dem Popcorn einmal rauskam. Oh nein, Freunde, lebt das etwa da drin? Ich schütte das Popcorn mal ganz vorsichtig aus. Oh nein! Hier ist natürlich nichts drin. Freunde, ihr könnt mich nicht pranken. Ich weiß doch, dass es Vogelmann war. Aber naja, lasst uns jetzt direkt mal den Film ab 12 starten. Ich öffne die Filmverpackung. Das Ding ist, wow. Hier drin ist nicht nur die DVD, sondern auch noch so ein komischer Briefumschlag. Und auf dem steht drauf, dass man den nicht öffnen soll. Und wow, ich spüre in dem auch irgendwas Schweres. Ich würde sagen, wir hören nicht auf das, was da drauf steht. Und öffnen den trotzdem. Aber das machen wir erst, nachdem wir den Film geschaut haben. Ich hole ihn direkt hier raus und setze ihn in unseren DVD-Spieler ein. So, Klappe zu. Der Film beginnt sich zu drehen und startet. Und wow, es sieht so aus, als ob wir hier gerade vor unserem Kühlschrank sind. Und dann eine Karotte rausholen. Also ein ganz normaler Abend halt. Wir setzen uns gleich auf die Couch, mal ein bisschen was snacken. Das Ding ist, wow, ist da gerade einfach durch unsere Tür geplatzt. Und mit ihm kam auch ganz viel Wasser in unser Haus. Das war eine richtige Flutwelle. Lass uns lieber direkt die Treppen hochgehen. Weil da ist der Boden zum Glück noch nicht nass. Ich glaube, Lob will hierher kommen und uns fressen. Na, wir gehen jetzt einmal zum Fenster, um rauszuschauen. Oh, da draußen ist überall nur der Ozean. Boah, das heißt, die ganze Stadt um uns rum wurde geflutet. Das haben die Unterwassermonster bestimmt gemacht, um alle zu essen. Na, wir gehen zurück in unser Zimmer. Boah, Lob kommt da gerade vom Boden in den Raum rein. Er will uns wirklich fressen. Boah, ein bisschen gruselig ist es schon. Ich glaube, wir sind hier nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter nach oben. Beim kompletten Erdgeschoss ist ja Wasser. Und deswegen gehen wir jetzt hier ins Bad. Dort haben wir nämlich eine Treppe zum Dachboden. Die klettern wir jetzt nach oben. Und boah, jetzt schauen wir hier durch das Dach raus. Das ist auch schon so ein bisschen kaputt. Und boah, schaut mal, da hinten treibt ein Floß. Wenn wir warten, bis es bei uns ist, dann können wir mit diesem Floß aus unserem Haus fliegen. Es kommt immer näher und näher. Gleich ist es da. Ja, aber wow. Flo kam gerade aus dem Wasser geschossen. Und das Floß gegessen und uns auch. Das Ding ist, schaut mal, ich glaube, das Ganze war nur ein Traum. Ja, denn wir wachen gerade aus unserem Bett auf. Was für ein Albtraum. Das Ding ist in unserer Wohnung. Steht wirklich Wasser. War das vielleicht doch kein Traum? Das ist schon ein bisschen gruselig, Freunde. Wow. Hier durch die Badezimmerwand ist gerade einfach der Megalodon reingeplatzt. Alles, was wir gerade geträumt haben, passiert einfach in echt. Unser komplettes Wohnzimmer ist auch unter Wasser gesetzt. Wir schauen mal hier raus auf die Veranda. Wow. Da ist gerade einfach noch ein Megalodon durchs Fenster gekommen. Ich glaube, alle greifen gerade zusammen an. Das ist gar nicht gut, Freunde. Lasst uns direkt rausgehen und weglaufen. Aber wow, da kam doch mal ein Megalodon nach drin. Und der verfolgt uns jetzt. Wow, wir schaffen es gerade so weg. Wieder zurück in unser Schlafzimmer. Vielleicht kommen wir ja durchs Fenster raus. Wir versuchen gerade diese Holzbretter wegzudrücken. Aber wow, da draußen schwimmen doch Haie. Und ja, da ist einfach alles unter Wasser gesetzt. Wir können also nicht nach draußen fliegen. Aber das Wasser steigt immer höher und höher. Boah, jetzt ist die Decke gerade runtergekommen. Und wir können auf unseren Dachboden klettern. Boah, zum Glück. Da oben ist noch alles trocken. Also sollten wir sicher sein. Wir schauen jetzt einmal raus. Und die ganze Stadt ist einfach unter Wasser. Und da kommt gerade ein riesiger Hai aus dem Wasser und hat uns gegessen. Da endet der Film aber noch nicht. Wir sind gerade nämlich in der Speiseröhre vom Megalodon und rutschen jetzt in seinen Magen, so wie es aussieht. Ja, wir sind in seinem Magen und da unten ist die ganze Magensäure. Und da sind wir jetzt reingefallen. Lass uns mal hier unten umschauen und da hinten treibt einfach so ein kleiner Hai, den der große Megalodon gegessen hat. Aber ansonsten können wir da jetzt nichts mehr tun. Ja, damit endet der Film. Wir sind einfach im Magen vom Megalodon gefangen. Das Ding ist, bevor wir den nächsten Film ab 16 anschauen, schauen wir jetzt noch, was in diesem Briefumschlag hier drin ist. Der hier auch noch in der Filmverpackung war. Ich reiß ihn direkt mal hier oben auf. Gib mal einen fetten Daumen nach oben für diese Aktion. Wow. Hier drin war einfach dieses Handy hier. Boah, das ist auch schon voll zerstört. Ja, versuchen wir mal, ob wir es noch einschalten können. So, boah, ja, es funktioniert. Und auf diesem Handy sind Überwachungskameraaufnahmen von einem Haus. Was?
der Film heißt ja Blob in deinem Haus. Aber doch nicht in meinem Haus, oder? Ich leg direkt mal die erste Überwachungskameraaufnahme an. Wow, die ist hier von meinem Bad. Gerade scheint da noch nichts zu passieren. Aber wow, doch. Da kommt gerade einfach Blob ins Bild. Und was macht er da? Er spuckt da gerade einfach auf den Boden. Und verschwindet jetzt wieder. Ich zoome mal ran, was er da ausgespuckt hat. Das sind irgendwelche Knochen von einem Menschen. Was? Liegen die etwa immer noch in meinem Bad? Lass uns direkt mal rübergehen und nachschauen. So, Freunde, wir sind im Badezimmer. Ich mache das Licht an. Und schaut mal da. Ja, das Zeug, was Blob ausgespuckt hat. Ist einfach immer noch hier. Ich glaube, er hat wirklich einen Mensch gegessen, so wie es aussieht. Ja, hier ist auch noch der Kopf, Freunde. Das Ding ist, ich sehe auch noch was Cooles hier dazwischen. Und das ist diese Kette. Boah, die hat er aus Knochen gemacht. Von Sachen, die er gegessen hat. Das Ding ist, das ist nicht die einzige Überwachungskameraaufnahme auf diesem Handy gewesen. Sondern hier ist noch eine zweite und die ist vom Klo. Und wow, schaut mal, da schaut gerade einfach. Das Mace fahren die Ocean-Monster aus der Toilette. Oh nein, Freunde, das hat sein Hals bestimmt durch die Abflussrohre gesteckt. Gehen wir mal schnell rüber in die Toilette. Und schauen mal, ob es noch hier drin ist. Ich leg den Klodeckel an. Aber nein, gibt's nichts in der Toilette. Oh Mann, ich hätte ihn gerne mal in echt gesehen. Aber ich hab da eine Idee. Wir locken ihn einfach an. Ich habe hier nämlich noch einen leckeren Fisch im Kühlschrank. Und den legen wir jetzt hier oben auf die Klobrille drauf. Das Mace fahren die Ocean-Monster. Und das natürlich riechen. Und sich den Fisch holen. Und wenn er dann hier in der Toilette auftaucht und wir ihn hören, kommen wir mit diesem Fischernetz angelaufen und fangen ihn ein. Naja, bis er kommt. Schauen wir jetzt mal noch. Die dritte und letzte Überwachungskameraaufnahme. Auf diesem Handy und wow. Da sieht man den Vorhang im Wohnzimmer. Und dahinter ist einfach das Halsey-Monster. Oh nein, das hat sich da versteckt. Das ist da etwa immer noch. Lass uns direkt rübergehen und nachschauen. So, Freunde, wir sind am Vorhang angekommen. Und wir machen ihn jetzt ganz vorsichtig zur Seite. Und nein, das Halsey-Monster ist auch nicht mehr da. Gut, zum Glück. Ansonsten hätte ich jetzt mit ihm kämpfen müssen. Naja, lasst uns direkt mal den nächsten Film anschauen. Und das ist der ab 16. Megalodon greift an. Der klingt schon super krass. Ich hole ihn aus seiner Verpackung raus. So, setz ihn in den DVD-Spieler ein. Und der Film startet. Und wow, wir sehen da so eine Taucherin unter Wasser. Und eigentlich wissen wir ja, was passiert, wenn der Film Megalodon greift an heißt. Nämlich, dass sie gleich angegriffen wird. Und wow, ja, hinter ihr ist schon so ein riesiger Hai. Sie sieht ihn und wow, er ist viel, viel größer als sie. Das muss der Megalodon sein, Freunde. Aber wow, er greift sie nicht an, sondern er schwimmt an ihr vorbei. Da hat sie noch mal Glück gehabt. Da war der Megalodon wohl nicht hungrig. Oh, wir wurden jetzt in so einen Käfig reingetan, damit uns da unter Wasser nichts passiert. Und wow, wie schön, da schwimmen gerade ganz viele Fische rum. Oh, von hinten kommt der Hai und isst die alle. Jetzt weiß ich, warum der Film ab 16 ist, Freunde. Und ich glaube, uns wollen die Haie auch essen. Denn sie schwimmen gerade um diesen Käfig herum. Das sind ganz schön viele, Freunde. Und sie essen diese ganzen Unterwassertiere. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir in diesem Käfig sind. Aber wow, diese ganzen Haie schwimmen auf einmal weg. Die haben bestimmt vor irgendetwas Angst. Und jetzt ist es plötzlich ganz still. Gar nichts mehr ist um uns rum. Auch keine Meerestiere mehr. Oh, von da kommt der große Hai. Er greift den Käfig an. Ja, er rüttelt übel dran. Aber er kommt zum Glück nicht durch. Da drin sind wir sicher. Aber wow, nein. Der Käfig fängt an zu rütteln. Ich glaube, der Hai hat irgendwas daran kaputt gemacht. Und der Käfig fällt in die Tiefe. Ja, ganz weit nach unten bis auf den Meeresboden. Und wow, hier unten ist jetzt alles super dunkel. Wir sind ganz alleine, Freunde. Wir zünden jetzt auf jeden Fall so eine Leuchtfackel an. Und schauen ein bisschen um uns rum. Aber da vorne kommt ein Taucher, um uns zu retten. Wow, das hätte ich nicht gedacht, Freunde. Wow, ja, er öffnet jetzt die Luke hier oben am Käfig, dass wir da rauskommen. Und dann schwimmen wir zusammen wieder an die Oberfläche. Das Ding ist, wow, was ist da gerade passiert? Der Taucher wurde einfach von einem Hai gegessen. Und ist jetzt weg. Wir sind wieder auf uns alleine gestellt. Aber wir müssen auf jeden Fall so langsam wieder an die Oberfläche. Weil wir haben bald keine Luft mehr in den Sauerstoff. Wir schwimmen nach oben und wow, überall um uns rum sind ganz viele Megalodons. Wir müssen so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen, ohne dass sie uns bemerken. Keine hektischen Bewegungen machen, Freunde. Und jetzt können wir nur noch hoffen, dass kein Megalodon uns bekommt. Oh, doch, einer hat uns schon gebissen. Hoffentlich schaffen wir es, Freunde. Aber gut, da oben sehe ich auch schon das Boot, von dem wir gekommen sind. Ja, wir sind fast an der Oberfläche, aber wow, einer der Megalodons hat uns gegessen. Und damit endet der Film. Das bedeutet, wir haben jetzt noch den Horrorfilm ab 18 und den Film ab 100 übrig. Um den anzuschauen, fehlen uns aber noch genau 5 Likes. Also gib jetzt einen Daumen nach oben, wenn du es noch nicht getan hast. Ich will auf jeden Fall wissen, was für neue Unterwassermonster wir in dem Film sehen, aber gut. Jetzt schauen wir erstmal den Horrorfilm von Sea Eater. Ich öffne die Filmverpackung. Was ist das? Hier ist irgend so eine Tüte. Und daneben steht, dass wir die öffnen sollen. In dieser Tüte sind ganz viele kleine Fische drin. Aber wo ist denn der Sea Eater Horrorfilm? Naja, ich schütte diese ganzen Fische mal hier raus. Und boah, zwischen den Fischen ist auch noch so ein Hai. Und der sieht ganz komisch aus. Ich glaube, wir können seinen Kopf abmachen. Und wow, das ist ein USB-Stick, Freunde. Da ist also der Horrorfilm drauf. Deswegen ist diesen USB-Stick, den wir nirgends in den Fernseher reinschieben. Und deswegen müssen wir den Film in unserem PC anschauen. Dort kann ich den USB-Stick nämlich reintun. Oh ja, schaut mal. Hier wird der Film schon angezeigt. Aber man kann auf dem Vorschaubild noch nicht so viel erkennen. Ich würde sagen, wir klicken direkt drauf und schauen. Jetzt wird's gruselig, Freunde. Hier steht, dass wir ein Passwort eingeben müssen, um den Film schauen zu können. Ja, aber was für ein Passwort denn? Steht hier noch irgendwas auf der Filmverpackung drauf? Und wow, ja, auf der Rückseite steht Passwort. Welches Monster ist gesucht? Und hier unten ist so ein Hand-Emoji plus ein Wasser-Emoji. Welches Monster lebt unter Wasser und hat eine Hand? Ist es vielleicht Blut? Ich geb's mal ein, so, und Enter. Oh nein, das war falsch. Freunde, schreibt's direkt in die Kommentare, wenn ihr wisst, welches Monster hier gemeint ist. Oh, habt ihr das gerade auch gehört? Da kam noch irgend so ein Schreien aus der Küche. Lass uns direkt mal rübergehen und nachschauen. So, Freunde, wir sind angekommen und wow. Was ist das denn? Aus dem Waschbecken schaut gerade einfach so eine Hand raus. Ist das vielleicht die Hand vom Halsey-Monster? Ja, so läuft es doch
auf seine Beute an, oder? Nur, dass es normalerweise größer ist. Vielleicht ist es ein Hellseemonster Baby. Sollen wir die Hand mal anfassen und schauen, was dann passiert? Ich würde sagen, ich mach das direkt mal. In 3, 2, 1. Let's go! Die Hand vom Hellseemonster zieht mich gerade runter. Ich glaube, ich will mich essen, aber wow. Ich hab sie gerade so noch hier aus dem Waschbecken rausziehen können. Lass uns das Wasser mal ganz schnell ablassen, so. Es fließt ab und schauen, ob das Hellseemonster noch da ist. So, das Wasser ist fast ganz abgelaufen. Aber oh nein! Es ist wieder im Abfluss verschwunden. Wie gruselig. Das heißt, die Monster kommen jetzt hier zu uns nach Hause. Na egal, ich sehe gerade, dass voll viele das Passwort für den Sea-Eater-Horrorfilm in die Kommentare geschrieben haben. Und ihr sagt, die Lösung für dieses Rätsel ist Hellseemonster? Ach stimmt, das macht Sinn. Ich geb's direkt mal ein. So und Enter. Oh ja, es war richtig. Der Film startet. Und so wie es aussieht, sind wir hier auf einem Boot. Mitten im Ozean. Wow. Er stürmt richtig um uns herum. Wow. Hier neben uns ist noch ein anderer Mensch und der hat so eine Laterne in der Hand. Der hat mich gerade übel erschreckt. Ah, macht Sinn, es ist ja auch ein Horrorfilm. Der soll uns erschrecken. Es stürmt auf jeden Fall super krass. Und es ist voll die gruselige Stimmung. Ich würde da nicht gerne sein, aber wow. Da hinten ist gerade so ein riesiges Meeresungeheuer aus dem Wasser gekommen. Wow. Da sieht man noch seine Schwanzflosse. Das muss bestimmt der Sea-Eater gewesen sein. Oh, der Mann, der neben uns steht, hat es gerade auch gesehen und hat jetzt schon übel Angst. Ich auch. Und wow. Hier vorne kommt der Sea-Eater aus dem Wasser gesprungen, springt über unser Boot. Wow. Er ist wirklich riesig. Ich habe noch nie so ein riesiges Meeresungeheuer gesehen. Aber gut, jetzt ist er da hinten im Wasser wieder verschwunden. Der Mann neben uns versucht sich schon im Boot zu verstecken, weil er so viel Angst hat. Aber das bringt nichts. Wow. Da ist der Sea-Eater wieder und der schaut uns mit seinem riesigen Mund direkt an. Wow. Und man sieht seine spitzen Zähne. Oh nein, jetzt taucht er wieder im Wasser ab. Und wir sind einfach nur in diesem Boot und zittern. Wow. Das ist so gruselig, Freunde. Ich halte das alles nicht mehr aus. Wir schauen auf jeden Fall in alle Richtungen, ob er irgendwo ist oder irgendwo auftaucht. Boah, ich glaube, jetzt sind wir aus seinem Rücken. Ja, er ist aufgetaucht und wir stehen einfach auf ihn drauf. Oh, wir rutschen jetzt schon wieder runter. Seht seine riesigen Zähne. Boah, da taucht er wieder im Wasser. Das war gruselig, Freunde. Aber er hat uns immer noch nicht gefressen. Wir haben bis hierhin überlebt. Das Ding ist, wir müssen trotzdem wachsam sein. Wir schauen uns um und wow. Da taucht das Sea-Eater wieder aus dem Wasser und hat uns jetzt gegessen. Und damit ist der Film auch schon vorbei. Oh, ich sehe gerade, wir haben die 10.000 Likes erreicht. Und das heißt, wir schauen jetzt direkt den Film ab 100. Das Ding ist, wow, was ist jetzt passiert? Der Strom hier in der Wohnung ist ausgefallen. Und es ist nur noch die Notstrombeleuchtung an. Oh Mann, ohne Strom können wir diesen Film nicht schauen. Weil der Fernseher und der PC funktionieren dann beide nicht. Oh, hört ihr das? Von der Decke kam gerade irgend so ein Brüllen. Oh nein, über uns ist eigentlich nur der Dachboden. Aber macht Sinn, auf den ist auch der Stromhebel für dieses Haus. Mit dem kann man den ganzen Strom im Haus ein- und ausschalten. Und wenn es ein Unterwassermonster war, das da oben dann hat es bestimmt damit unseren Strom ausgemacht. Wir müssen den Hebel auf jeden Fall wieder umlegen, damit der Strom wieder angeht. Das Ding ist, dafür müssen wir auf den Dachboden und hier oben ist die Luke dafür. Da war seit Jahrzehnten keiner mehr. Aber wir müssen jetzt da hochgehen. Hoffentlich begegnen wir da oben nicht dem Unterwassermonster. Seid leise, Freunde, aber gut, die Treppe ist unten. Und ich gehe direkt mal hoch. Bisher kann ich hier oben auf jeden Fall noch kein Monster sehen. Aber da ist der Stromhebel. Und der ist wirklich auf ausgestellt. Okay, dann müssen wir den einfach nur umlegen. So, ich drücke ihn nach oben. Ja, jetzt funktioniert der Strom wieder. Lass uns lieber schnell runtergehen und den Film schauen. So, Freunde, schnell wieder zum PC. Hier schauen wir den Film ab 100. Wir haben hier nämlich wieder einen USB-Stick, den wir hier reinschieben können. Oh, der Film startet auch schon. Ich bin so gespannt, was für neue Unterwassermonster wir hier sehen. Bisher kann ich auf jeden Fall noch keine erkennen. Oh, doch da. Das ist gerade so eine riesige Krabbe gewesen. Und wow, da ist der Megalodon. Und der hat die Krabbe gebissen. Freunde, die Monster in diesem Film werden immer gruseliger und gefährlicher. Also ganz am Ende kommt das krasseste Monster von allen. Bleib dran, um das nicht zu verpassen. Aber oh, da war gerade so ein riesiger Fisch oder so. Der Megalodon chillt hier gerade einfach neben dem Glastunnel, in dem wir laufen. Und boah, was ist das für ein komisches Alien? Unterwassermonster, das sieht super krass aus. Naja, wir laufen weiter diesen Gang entlang und wow. Das hier sieht so ein bisschen aus wie ein Mensch. Nur ganz komisch und glitschig mit einer Flosse. Ist das vielleicht eine Meerjungfrau? Ich weiß es nicht, aber wow, das Ding wurde gerade von einem anderen Unterwassermonster gegessen. Na, wir laufen weiter diesen Gang entlang. Hier drin kann uns zum Glück nichts passieren. Wir sind ja durch den Tunnel geschützt und wow. Hier ist gerade so ein riesiges Dino-Unterwassermonster, so wie es aussieht. Ich bin gespannt, wann wir auf Glob und El Gran Maja und so treffen. Ich glaube, die kommen aber weiter hinten im Film. Weil das sind ja super krasse Monster. Hier neben uns ist jetzt auf jeden Fall so ein Riesenkrokodil. Wow, das hat versucht, uns zu schnappen und schwimmt jetzt über den Tunnel hinweg. Und wir sehen hier gerade einfach noch ganz viele weitere komische Unterwasserkreaturen. Wow, die eine wurde gerade voll gegen den Tunnel gedrückt. Wer hat's Glück, dass er nicht eingestürzt ist. Ist ja viel zu krass. Oh, wow, das ist auch das erste Unterwassermonster, das ich kenne. Nämlich der Kraken. Wow, der leuchtet so ganz krass und ist riesig. Und der ist schon super gruselig. Und wow, da ist jetzt auch El Gran Maja. Wow, der schwimmt auch über den Tunnel hinweg. Aber ins andere Ende. Und da ist auch Blob. Ja. Jetzt kommen alle Unterwassermonster, die wir kennen. Ist ja viel zu krass und Blob ist riesig. Jetzt fehlt nur noch Sea-Eater und dann werden alle komplett au. El Gran Maja und Blob kämpfen gerade miteinander. Aber ich glaube, El Gran Maja hat verloren und schwimmt jetzt weg. Ja. Und boah, jetzt versucht Blob ein anderes Unterwassermonster zu essen. Boah, ja. Es ist halb in seinem Mund. Aber El Gran Maja löst die beiden wieder auseinander. Und boah, das gruseligste Unterwassermonster in diesem Film ist dieser Dino hier. Wie krass, den habe ich noch nie gesehen. Deswegen ist damit endet der Film. Freunde, gebt jetzt den fetten Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Das Ding ist, hört ihr das? Oder kommt doch